Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ich bin Joshua Wesley und wir sprechen heute über ein spannendes Thema, und zwar 3 Zeichen, dass Gott dir sagt, dass du jemanden daten solltest. Aber kurz, auch wenn du mit jemandem zusammen bist, nein, dann sollst du nicht mit anderen daten, aber dann kannst du diese Prinzipien auch auf andere Bereiche in deinem Leben anwenden. Also nicht abschalten. Bevor wir loslegen, du darfst uns gerne abonnieren, mach die Glocke an, das geht nämlich da unten. Weil in unserem nächsten Video geht es um ein spannendes, heiß diskutiertes Thema in der Christenheit. Und zwar dürfen Frauen Bikinis tragen und dürfen Frauen Bikini-Bilder hochladen. Das wird brennen, Leute, deswegen abonniert es. Es gibt natürlich noch deutlich mehr Zeichen, die Gott verwenden kann, um dir zu zeigen, dass du mit jemandem zusammenkommen möchtest oder dir irgendwas zu sagen. Aber ich möchte hier 3 Zeichen nennen, die, glaube ich, so die häufigsten sind oder die interessantesten sind. Und das erste ist das einfachste und das eindeutigste, was du dir wahrscheinlich denken kannst. 2 und 3 wird ein bisschen spezieller. Aber Punkt Nummer 1, Gott spricht klar zu dir. Also wenn Gott dir tatsächlich klar und deutlich sagt, dass du eine Person daten sollst. Und das kann passieren, weil Gott manchmal in bestimmten Situationen oder Entscheidungen klar zu uns spricht. Wenn er das tut, dann ist das mega für dich. Aber du solltest dich nicht zu 100% darauf einstellen. Viele sagen, ich warte, bis ich sie frage, bis ich klar von Gott besagt bekomme oder ein klares Zeichen von ihm bekomme. Aber oft, und dann kommen wir gleich zum zweiten Punkt, ist das gar nicht so klar. Aber wenn, dann let's go. In Jeremia 30,21 steht: Und kommt ihr vom richtigen Weg ab, so hört ihr hinter euch meine Stimme. Halt, das ist der Weg, den ihr einschlagen sollt. Das heißt, Gott spricht manchmal klar zu dir. Aber auch Achtung, manchmal, besonders in evangelikalen Kreisen, freieren Christenkreisen, könnte es vorkommen, dass ein Partner zu dir kommt und sagt, hey, ich habe von Gott klar gehört, dass wir zusammenkommen sollen. Du denkst dir so, okay, ich liebe ihn aber eigentlich gar nicht so, es war attraktiv. Dann heißt das nicht, dass du kopflos einfach in diese Geschichte reinrennen solltest. Dann solltest du auch erstmal ins Gebet gehen. Weil vielleicht hat er es doch nicht so deutlich gehört. Oder vielleicht ist er gar nicht so tief im Glauben und möchte es einfach nutzen, um dich zu überzeugen, weil er ohne Ende in dich verliebt ist. Da kenne ich auch ein paar Geschichten. Punkt Nummer 2, alles passt. Wenn du merkst, es ist einfach und es passt. Du merkst, oh Mann, es macht einfach Spaß. Wenn ihr die gleiche Meinung über euren Glauben habt, über zukünftige Ehepartner und Familie. Wenn eure Familien hinter eurer Beziehung stehen und es gut finden. Und ihr euch gegenseitig gut beeinflusst, dann solltet ihr nicht länger warten, weil was Jesus segnet, das funktioniert. Es muss nicht kompliziert sein. Du musst nicht 3 Serienstaffeln wie in manchen Filmen warten, bis du endlich mit deinem Partner zusammenkommst, wenn sich alles so gut anfühlt. Keep it simple, so war es in meiner Beziehung. Wir haben 3 Monate lang vor unserer Beziehung jeden Tag mindestens 3 bis 5 Stunden telefoniert. Und frag mich nicht, wo ich die Zeit hergenommen habe, aber man findet die Zeit einfach, wenn man irgendwie verliebt ist. Wir haben über alle Themen gesprochen, über Werte, über Familie, über Sex vor der Ehe, und über diese großen Sachen haben wir nie wirklich gestritten, weil wir die gleichen Wertevorstellungen hatten. Und es war bei uns einfach alles harmonisch. Und wir haben gemerkt, es passt einfach alles. Deswegen, auf geht's in eine Beziehung. Und Punkt Nummer 3, er hat das Zeug zur Ehe. Oder noch genauer, er hat das biblische Zeug zu einer Ehe. Es ist einfach, jemanden zu daten, der cool ist, mit dem man jetzt mal gerade Spaß haben kann, der vielleicht der coolste Typ in der Arbeitsstelle ist, der coolste Typ in der Schule ist. Aber du solltest tiefer schauen als das. Du solltest dir überlegen, ist das jemand, mit dem ich mein Leben verbringen möchte? Und ob ihr eins sein könnt in Jesus. Schau darauf, ob sich er oder sie von Jesus führen lässt. Und ob sie sich mit dem Glauben und der Bibel auseinandergesetzt haben. Und ob Jesus der Mittelpunkt in der anderen Person ist. Wenn du der Mittelpunkt in dem anderen sein Leben bist und nicht Gott, dann ist das ein Alarmzeichen. Achte auch hier wieder auf das, was der Heilige Geist dir durch zum Beispiel dein schlechtes Gewissen sagt. Wenn du unsicher bist, dann warte lieber noch ein wenig. Wenn du aber merkst, dass eines von diesen 3 Zeichen eindeutig zutrifft, dann go for it. Dann musst du nicht lange warten und du bist bereit für eine Beziehung. Zu dem ganzen Thema Dating haben wir auch schon einige Videos gemacht, da kannst du gerne da unten in die Infobeschreibung mal reinschauen. Das war's zu dem Thema Go in die Beziehung oder geh nicht rein. Wir werden bald ein Video machen mit 5 Gründen, dass du eine Beziehung beenden solltest. Das geht so genau in die andere Richtung. Aber wenn du Fragen hast, irgendwas zum Thema Beziehungen, zum Thema christlichen Beziehungen, dann schau einfach unten in die Kommentare und schreib da was rein. Ciao.